Hey Freunde, willkommen zurück. Fragrance Talk wieder hier. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Burberry Hero ist am Start. Der neue Duft von Burberry Hero. Ja, Flakon, schlicht für mich gehalten, schaut interessant aus und ist auch ein sehr interessanter Duft. Er beinhaltet viele Düfte und auch eigentlich wirkliche geile Düfte, die wirklich sehr, sehr gut ankommen. Besonders bei Damen. Er hat aber auch ein großes Negatives, hat er auch leider. Und das ist leider ein Problem. Vielleicht nicht für jeden, aber für mich zum Beispiel ja. Aber dazu später. Der Duft. Wenn er ihn aussprüht, ist es ein holzig frischer Duft, der auch würzig rüberkommt, aber man merkt am Anfang definitiv Pfeffer, aber nicht so übertrieben, sondern durch diese duschgelartige Frische im Hintergrund und den Pfeffer ist das wirklich interessant. Dann kommt so eine kleine Süße und ich sage euch gleich vorweg, nach was mich dieser Duft erinnert und das hat schon was. So, das sind schon Düfte, die bei Frauen extrem gut ankommen. Erstens bin ich der Meinung, hier steckt ein bisschen Bleu de Chanel drin, Sauvage und Boss The Scent auch und Dolce & Gabbana The One Eau de Parfum. Diese ganzen Düfte, diese vier, kommen ja wahnsinnig gut an, ihr wisst es. Und das steckt irgendwie in diesem Duft. Dann ist er natürlich auch, und jetzt kommt's, einfach er hat einfach seinen eigenen Charme noch durch diesen Pfeffer. Das haben die anderen Düfte ja nicht. So, Sauvage nicht, Bleu de Chanel nicht, The Scent nicht und auch nicht Dolce & Gabbana The One haben einfach nicht diesen Pfeffer. Das ist wirklich interessant. Aber ich merke diese Düfte und ich habe sie vor Augen, wenn ich diesen Duft rieche. Bergamotte, Wacholder sind in der Kopfnote drin. Sehr interessant. Das ist alles sehr interessant. Wenn ich das hier so rieche, man hat wirklich diesen Pfeffer, aber ihr wisst es, ich habe ja mal gesagt, ich bin nicht so ein ganz großer Pfefferfan, aber hier passt es wieder perfekt, wirklich perfekt. Das ist von Burberry wirklich sehr, sehr nice gemacht, wirklich nice. Ich weiß gar nicht, wie die Werbung, ich habe sie glaube ich nur einmal gesehen, da steigt der Mann wieder aus dem Wasser, glaube ich. Ja, also, wie gesagt, die Erfrischung ist ja da und der Pfeffer erfrischt auch wirklich. Das denkt man gar nicht. Dann gesellt sich nachher Himalaya Zeder dazu. Also bleiben wir bei Zeder. So. Und das macht ihn so ein bisschen cremig. Er stumpft, oder die Kopfnote ist wirklich Hammer. So, da haben wir es wieder. Ihr kennt ja One Million zum Beispiel. Der flasht einfach mit seiner Kopfnote. Das ist einfach so. Das sind Kopfnoten. Ich will jetzt nicht Blender sagen, falscher Ausdruck, aber wirklich Kopfnote. Das ist ja das, was die Menschen, die gehen in den Laden, sprühen, oh Hammer, und dann gehen sie raus. Der wird nachher ein bisschen, wie soll ich das sagen, stumpfer. Er nimmt die Süße weg und dann wird das schon ein bisschen anders. Dann wird er männlicher, dann wird er einfach holziger. Dann ist, sag ich mal, das ganz, ganz wirklich nice, schöne, wie am Anfang hier, weg. Was ich eigentlich fast zu schade finde, das so zu sagen. Das ist einfach so. Dieser Duft ist dann, oder für was ist das so gebraucht? Natürlich klar, für den Sommer dieser Duft ist fürs ganze Jahr. So, da müssen wir uns einig sein, es ist einfach ein Duft fürs ganze Jahr. Aber nun kommt das ganz große Problem, was dieser Duft eben hat. Und zwar die Ausstrahlung, Silage und die Haltbarkeit. So, das ist im Endeffekt ein schöner Duft. Ich muss das leider so sagen. Wer einen schönen Duft haben möchte für zu Hause auf der Couch, neben seiner Frau, wie auch immer, neben seinen Geliebten oder wenn Besuch da ist und dann einfach sprühen und so weiter, ist hier geil. Das ist geil. Das ist ein guter Duft. Ich gebe dir eine 8 von 10 Punkte. 7,5, 8. Aber die Ausstrahlung und die Haltbarkeit ist leider nicht gut. Und das ist nett ausgedrückt. Leider kann ich oder muss ich das aussagen. Aber für zu Hause, es gibt ja viele Düfte für zu Hause, wirklich. Weil man möchte ja auch zu Hause abends im Bett, wenn Besuch kommt, dann ist dieser perfekt, wirklich.
Das mag jetzt sein. Ich habe schon eine Haut, wo Düfte gut halten. Aber leider hier nicht. Auch nicht auf den Klamotten unbedingt. Natürlich ein bisschen länger da. Aber für mich persönlich stufe ich ihn ein. Einfach für zu Hause. Und ja, wie gesagt, habe ich eben aufgezählt für einige Sachen. Wie gesagt, Essen, wenn Besuch kommt, beim Sex meinetwegen, auf dem Bürotisch, genau. Ihr könnt Sex auch auf dem Bürotisch machen mit diesem Duft, klar. Nein, ich meine auf dem Sofa, neben eurer Frau oder neben eurem Partner, wie auch immer. Auf jeden Fall, dort ist er gut. Flakon hier übrigens auch sehr nice eigentlich gehalten. So, wie gesagt, schlicht, aber Magnetverschluss. Ja, also, aber ihr müsst ihn wirklich testen. Und wenn ihr diese Düfte habt, wenn ihr zum Beispiel ein Date habt, der kommt zu euch nach Hause, dann könnt ihr den sprühen, auftragen. Dann ist der wirklich nice. Ich habe jetzt keinen, der gesagt hat, der riecht nicht gut. Gibt's nicht. Die mögen den. Nur die Haltbarkeit ist eben leider nicht so gut und auch nicht die Ausstrahlung. Aber bei jedem anders. Aber dass das so extrem die Spanne dazwischen, dass das bei mir hält er wirklich nicht lange. So, das muss leider gesagt werden. Aber nochmal, ich wiederhole mich. Es ist ein so guter Duft, dass man ihn auf jeden Fall testen sollte. Und für zu Hause habt ihr da einen super Begleiter. Wirklich, dafür ist er top. So Leute, das war's wieder. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Burberry Hero ist am Start. Schaut ihn mal, testet ihn mal. Ich werde ihn unten verlinken. Mit Gutscheincode, dann gibt es ihn auch noch günstiger. Und dann macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Fragrance Town.